Nein, Lukas, stopp. Stell den Stuhl bitte wieder zurück. Hallo zusammen. Ich bin Anna und ich bin gestresst. Hallo Anna, ich wollte nur den Stuhl an das Fenster stellen. Das Licht ist dort besser. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ich weiß, das Licht ist besser, aber der Stuhl steht immer in der Ecke. Seit 3 Jahren. Wenn du ihn bewegst, fühlt es sich falsch an. Ich mag das nicht. Das ist faszinierend, Anna. Du hast Stress, nur weil ich ein Möbelstück bewege. Und das ist unser Thema heute. Warum haben wir Angst vor Veränderung? Warum bleiben wir in schlechten Jobs? Warum essen wir immer das gleiche Essen? Warum mögen wir es nicht, wenn sich Dinge ändern? Wir werden über Psychologie, Evolution und unser Gehirn sprechen. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau mit viel Konjunktiv 2 und Nebensätzen. Meinst du, es gibt einen Grund dafür? Ich dachte, ich bin einfach nur langweilig und stur. Nein, du bist nicht langweilig. Du bist menschlich. Dein Gehirn ist programmiert, Veränderungen zu hassen. Lass uns diese Programmierung analysieren. Um unsere Angst zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Wir müssen an die Steinzeit denken. Anna, stell dir vor, du bist ein Mensch in der Steinzeit. Okay, ich lebe in einer Höhle, ich trage Felle. Genau. In der Steinzeit war das Leben sehr gefährlich. Überall waren wilde Tiere, giftige Pflanzen und feindliche Stämme. Dein oberstes Ziel war Überleben. Überleben. Nicht sterben. Das verstehe ich. Für dein Steinzeitgehirn bedeutete Bekanntes gleich Sicherheit. Wenn du in deiner Höhle geblieben bist, warst du sicher. Wenn du den gleichen Weg gegangen bist, hast du überlebt. Aber was bedeutete Veränderung? Veränderung. Zum Beispiel einen neuen Weg gehen oder eine neue Beere essen? Richtig. Wenn du einen neuen Weg gegangen bist, hättest du einen Tiger treffen können. Konjunktiv 2 Vergangenheit. Wenn du eine neue Beere gegessen hättest, hättest du dich vergiften können. Veränderung war gleichbedeutend mit Gefahr. Ah, also mein Gehirn denkt immer noch, dass Veränderung tödlich sein könnte. Exakt. Dein Gehirn will dich beschützen. Wenn ich den Stuhl bewege, signalisiert dein Gehirn, Achtung, etwas ist anders, das könnte gefährlich sein. Wir haben Angst vor dem Unbekannten. Wir benutzen die Präposition vor mit Dativ. Angst vor dem Unbekannten. Ich habe Angst vor dem Unbekannten. Ich habe Angst vor der Veränderung. Ich habe Angst vor neuem Essen. Verstehen Sie das Konzept? Ihr Gehirn ist alt. Es mag Routine, weil Routine sicher ist. Denken Sie nach. Wann hatten Sie das letzte Mal Angst vor etwas Neuem? Wir haben über die Evolution gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Energie. Unser Gehirn liebt Gewohnheiten. Weißt du warum? Weil es einfach ist? Ja. Denken ist anstrengend. Denken verbraucht viel Energie. Wenn wir etwas jeden Tag tun, müssen wir nicht mehr darüber nachdenken, es läuft automatisch. Das nennt man Autopilot. Stimmt. Wenn ich morgens Kaffee koche, denke ich nicht nach. Ich mache es einfach. Genau. Das ist effizient. Aber eine Veränderung stoppt den Autopiloten. Wenn du eine Veränderung machst, musst du wieder denken. Du musst Entscheidungen treffen und das Gehirn sagt, nein, danke, das ist zu viel Arbeit. Also bin ich nicht ängstlich, ich bin nur faul. Dein Gehirn ist faul. Es will Energie sparen. Stell dir vor, dein Supermarkt baut um. Die Milch steht nicht mehr rechts, sondern links. Wie fühlst du dich? Oh, das hasse ich. Ich bin genervt. Ich muss suchen. Ich brauche länger, es ist anstrengend. Siehst du? Es ist nur eine kleine Veränderung, aber dein Gehirn muss arbeiten.
Es muss eine neue Karte vom Supermarkt zeichnen. Deshalb fühlen wir uns bei Veränderungen oft müde oder gereizt. Das ist interessant. Wir sind gereizt, weil unser Gehirn arbeiten muss. Wir vermeiden Veränderung, um Energie zu sparen. Infinitiv mit zu. Um Energie zu sparen. Sehr gut. Lass uns das üben. Warum fährst du immer den gleichen Weg zur Arbeit? Ich fahre den gleichen Weg, um nicht nachdenken zu müssen. Warum isst du immer das gleiche Frühstück? Ich esse das Gleiche, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Es gibt noch einen dritten, sehr starken Grund. In der Psychologie nennt man das Verlustaversion. Wir haben mehr Angst davor, etwas zu verlieren, als wir Lust haben, etwas zu gewinnen. Wie meinst du das? Gewinnen ist doch toll. Stell dir vor, du hast einen Job. Der Job ist okay, aber nicht toll. Der Chef ist manchmal unfreundlich. Du bekommst ein Angebot für einen neuen Job. Der neue Job könnte fantastisch sein, aber er könnte auch schrecklich sein. Was fühlst du? Ich fühle Angst. Ich denke, was ist, wenn der neue Chef noch schlimmer ist? Was ist, wenn ich die Arbeit nicht schaffe? Ich habe Angst, meine Sicherheit zu verlieren. Genau. Du konzentrierst dich auf das, was du verlieren könntest. Sicherheit, Kollegen. Du konzentrierst dich nicht auf das, was du gewinnen könntest. Mehr Geld, mehr Spaß. Der Schmerz des Verlustes wiegt doppelt so schwer wie die Freude am Gewinn. Das ist verrückt. Deshalb bleiben Leute in unglücklichen Beziehungen? Ja, das Sprichwort sagt, der Teufel, den man kennt, ist besser als der Engel, den man nicht kennt. Wir bevorzugen das bekannte Unglück gegenüber dem unbekannten Glück. Lass uns Hypothesen bilden. Wenn ich den Job wechseln würde, könnte ich scheitern. Richtig. Wenn du in eine neue Stadt ziehen würdest, könntest du deine Freunde verlieren. Wenn ich eine neue Sprache lernen würde, könnte ich mich blamieren. Das sind die Gedanken der Verlustangst. Was könnte ich verlieren? Aber wir müssen fragen, was könnte ich gewinnen? Alle diese Dinge, Evolution, Gewohnheit, Verlustangst, bilden einen Raum. Wir nennen diesen Raum die Komfortzone. Ah, meine Komfortzone. Da ist es warm und gemütlich, wie auf meinem Sofa. Ja, in der Komfortzone hast du keine Angst. Du hast Kontrolle. Aber in der Komfortzone passiert auch kein Wachstum. Alles Neue, alles Aufregende, alles Wichtige liegt außerhalb der Komfortzone. Und was ist direkt außerhalb der Komfortzone? Zuerst kommt die Angstzone. Das ist die Zone, wo du Ausreden suchst, wo du unsicher bist. Aber wenn du weitergehst, kommst du in die Lernzone und dann in die Wachstumszone. Also muss ich durch die Angst hindurch, um zu wachsen. Ja, es gibt keinen anderen Weg. Der Weg hinaus führt hindurch. Du musst lernen, dich mit der Unsicherheit wohlzufühlen. Sich mit Unsicherheit wohlfühlen, das ist schwer. Wie macht man das? Indem man kleine Schritte macht. Man muss nicht sofort aus dem Flugzeug springen. Man kann kleine Veränderungen üben. Man nennt das Micro-Changes oder kleine Veränderungen. Kleine Veränderungen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, putz dir heute Abend die Zähne mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist. Oder sitz morgen beim Frühstück auf einem anderen Stuhl. Das mit dem Stuhl habe ich heute versucht und es hat mir nicht gefallen. Genau, es hat sich falsch angefühlt. Aber wenn du es morgen wieder tust und übermorgen, dann gewöhnst du dich daran. Du trainierst dein Gehirn. Veränderung ist okay. Ich sterbe nicht. Das Verb ist sich gewöhnen an. Akkusativ. Ich gewöhne mich an den neuen Stuhl. Ich gewöhne mich an die neue Situation. Woran müssen Sie sich gewöhnen? Gewöhnen Sie sich an das neue Wetter?
Gewöhnen Sie sich an eine neue Arbeit. Wir haben viel über Angst gesprochen. Jetzt ändern wir die Perspektive. Wenn wir Angst haben, fragen wir immer, was wäre, wenn alles schief geht? What if everything goes wrong? Ja, das ist meine Standardfrage, das Worst-Case-Szenario. Wir müssen lernen, das Best-Case-Szenario zu fragen. Was wäre, wenn alles gut geht? Lass uns das üben. Wir benutzen wieder den Konjunktiv 2. Okay, ich versuche es. Szenario 1. Du bewirbst dich für einen neuen Job. Die Angst sagt, sie wollen mich nicht. Ich bin nicht gut genug. Was sagt die Hoffnung? Die Hoffnung sagt, was wäre, wenn ich den Job bekommen würde? Ich hätte nettere Kollegen. Ich würde mehr Geld verdienen. Ich wäre glücklicher. Sehr gut. Fühlst du den Unterschied? Die Angst macht dich klein. Die Hoffnung macht dich groß. Szenario 2. Du lernst eine neue Sprache. Deutsch. Die Angst sagt, es ist zu schwer. Ich mache Fehler. Was sagt die Hoffnung? Die Hoffnung sagt, was wäre, wenn ich fließend Deutsch sprechen könnte? Ich könnte in Berlin arbeiten. Ich könnte deutsche Bücher lesen. Ich wäre stolz auf mich. Fantastisch. Du musst dein Gehirn zwingen, auch die positiven Möglichkeiten zu sehen. Veränderung ist nicht nur Verlust. Veränderung ist auch Chance. Das ist eine schöne Übung. Nehmen Sie eine Veränderung, vor der Sie Angst haben, und fragen Sie, was ist das Beste, das passieren könnte? So, Anna. Wir haben verstanden, warum wir Angst haben. Evolution, Gewohnheit, Verlustangst. Und wir wissen, was wir tun können. Kleine Schritte, positive Fragen. Jetzt machen wir einen Plan. Okay, mein Plan gegen die Angst. Schritt 1. Akzeptiere die Angst. Sag dir, es ist normal, dass ich Angst habe. Mein Steinzeitgehirn will mich beschützen. Ich akzeptiere meine Angst. Sie ist okay. Schritt 2. Starte klein. Bewege nicht alle Möbel. Bewege nur einen Stuhl. Oder geh einen neuen Weg zum Supermarkt. Okay. Ich werde morgen einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Das ist eine kleine Veränderung. Schritt 3. Fokussiere dich auf den Gewinn. Schreibe auf, was gut sein könnte. Ich werde eine Liste schreiben mit allen Vorteilen der Veränderung. Das ist ein exzellenter Plan, Anna. Veränderung ist das einzige Konstante im Leben. Wenn wir aufhören, uns zu verändern, hören wir auf zu wachsen. Danke, Lukas. Ich lasse den Stuhl jetzt am Fenster stehen. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Ihre letzte Mission. Machen Sie heute eine kleine Veränderung. Trinken Sie Tee statt Kaffee. Putzen Sie die Zähne mit der anderen Hand. Und beobachten Sie, wie Ihr Gehirn reagiert. Schreiben Sie uns in den Kommentaren, ich habe heute verändert. Wir sind gespannt auf Ihre Experimente. Vielen Dank für diese wichtige Lektion, Lukas. Gern geschehen. Haben Sie Mut zur Veränderung. Auf Wiedersehen. Tschüss und keine Angst vor dem Neuen.